kenne eigentlich fast jede österreichische Lokomotive am Gang, auch wenn ich sie nicht sehe. Mein Name ist Alfred Nusser. Ich bin Triebfahrzeugführer bei den ÖBB. In meiner Freizeit nehme ich Klänge und Töne von Lokomotiven auf, um diese originalgetreu im Modell wiedergeben zu können. Vor circa 8 Jahren kam ich auf eine Modellbahnausstellung mit einem Freund und das wurde dort präsentiert als Soundlokomotive und das war irgendwas, aber nicht das, wie ich die Lokomotive kenne. Ich dachte, ja, ich kann das sicher besser machen und mein nächster Weg war in ein Modellbaugeschäft. Ich habe mir einen Decoder gekauft, die Mikrofonhaltung habe ich selbst gebastelt und so begann ich langsam, aber dann doch immer sicherer Lokomotiven aufzunehmen. Es war ein sehr steiniger Weg, aber mittlerweile, glaube ich, habe ich das ganz gut im Griff. Der Decoder gibt die Geräusche entsprechend dem Fahrzustand des Modells originalgetreu wieder. Wenn ich heute vor einer Lokomotive stehe, versetze ich mich schon in die Lage, wie wird das auf dem Decoder klingen, wo muss ich mein Mikrofon hinhalten, wo sind diese Töne, die ich aufnehmen will. Ich probiere es da hinten reinhalten, weil da habe ich ein bisschen einen Windschatten. Dann fahren wir auch, dass wir das Getriebegeräusch drauf haben und stelle mich da gleich neben der Tür hin. Bei der Verschublok zum Beispiel war das die Herausforderung, das Geräusch des Turbogetriebes aufzunehmen. Und natürlich der Fahrdieselmotor in verschiedenen Drehzahlstufen. Heute erwartet man einfach, dass jedes noch so kleine Detail originalgetreu wiedergegeben wird. Und ich finde, das sollte beim Sound aber nicht enden. Naja, die Modellbahn-Community ist eigentlich gespalten, kann man sagen. Es gibt welche, die befürworten das, was ich mache, die sagen, ja, das ist genau das, wie ich das haben will. Und die anderen sagen, na, das interessiert mich eigentlich nicht. Wenn ich im Modell das Geräusch höre und mich fühle, wie wenn ich neben meiner Lok stehe, dann denke ich aber, ich habe es richtig gemacht.